Also die schwarze Linie einmal ist die Markierung für dein Groß-C-Grundgelenk. Bei deiner Pedalplatte sehen wir hier diese kleine graue Linie, so eine kleine Nase. Und wir sehen, dass du mit der Pedalplatte direkt unter dem Grundgelenk stehst. Wenn wir uns den Fuß anschauen, dann sehen wir auch, dass das Groß-C-Grundgelenk deutlich höher ist als die Klein-C-Grundgelenke. Deswegen wollen wir nicht direkt auf das Groß-C-Grundgelenk, weil dann verursachen wir eventuell Druck auf die kleinen Zehen und dann schlafen die ein oder kribbeln, sondern wir gehen ein bisschen nach unten und treffen hier alle Grundgelenke schön zentral. Super. Ich habe es hier schon einmal verändert. Groß-C-Grundgelenk nach unten gelagert und etwa 1 cm dahinter steht jetzt diese kleine graue Markierung. Funktioniert besonders gut bei den Keo-Look-Pedalen, bei den anderen gibt es leider keine Markierung an der Stelle. Die Position haben wir jetzt schon einmal angeguckt und eingestellt. Wichtig ist aber auch die Rotation. Bedeutet, du bist im Pedal fest eingeklickt und dein Knie läuft genauso, wie deine Pedalplatte eingestellt ist. Das heißt, dein Knie zeigt nach außen, wenn sie nach außen gestellt ist und eventuell nach innen, wenn sie nach innen gestellt ist. Und sie sollte aber deiner Beinachse entsprechen, weil das Knie ein Scharniergelenk ist und keine seitlichen Bewegungen kann. Die kommen aus der Hüfte. Deswegen schauen wir uns jetzt gleich mal die Rotation an. Und zwar müssen wir einmal den Schuh ins Pedal einklicken und dann gucken, ob der eine bestimmte Rotation hat und gucken uns dann an, wie deine individuelle Rotation für deinen Schuh sein muss, dass du eben keine Probleme im Knie bekommst. Wenn wir den Schuh ins Pedal einklicken und von oben auf die Kurbel gucken, besonders gut geht das in 90 Grad Kurbelstellung, dann sehen wir jetzt, dass die Ferse deutlich weiter von der Kurbelmitte entfernt ist als das Grundgelenk. Also der Fuß ist leicht nach innen rotiert. Wir haben hier immer noch ein bisschen Spiel, trotzdem sollte diese Einstellung hier so natürlich wie möglich sein. Damit wir wissen, wie dein Fuß rotiert ist, springst du einmal nach oben und so wie du landest, stellen wir dann deine Pedalplatte ein. Ganz gerade, also weder eine Außenrotation noch eine Innenrotation.